Wow, schau dir das an, richtig perfekt geworden. Wie du dieses und weitere Eier im Airfryer zubereitest, zeige ich dir in diesem Video. Denn wir kochen heute unser 3-Minuten-Ei nicht im Topf und braten unser Spiegelei nicht in der Pfanne, sondern in der Heißluftfritteuse. Ich zeige dir nebst ein paar Klassikern einfache Eierrezepte, die einfach zubereitet sind, lecker schmecken und auch richtig gut aussehen. Ich gebe die ersten 3 Eier direkt auf die Röstplatte meines Airfryers. Verwende die Standardfunktion bei 160 Grad und koche mir ein weiches Ei, ein Wachsei und ein hartes Ei. Das weiche Ei braucht etwa 8 Minuten, das Wachsei 9 und das hart gekochte Ei 11 Minuten. Das weiche Ei ist fertig, ich nehme es raus und lasse die anderen noch weiter garen. Das wäre nun also mein typisches Sonntagsfrühstücksei, das ich auch gleich öffnen werde, aber zuvor nehme ich noch das Wachsei raus und gebe es zum Auskühlen in eine Schüssel mit kaltem Wasser. Nun zurück zum weichen Ei. Wow, das ist für mich das perfekte weiche Ei. Das war bei mir jetzt 8 Minuten im Airfryer. Kommt natürlich aber auch auf die Größe des Eies an. Bei mir sind alle 3 Eier so um die 60 Gramm. Das harte Ei ist nach 11 Minuten ebenfalls fertig und kommt ins kalte Wasser, während wir das Wachsei rausnehmen und pellen können. Das war nun also 9 Minuten bei 160 Grad in der Heißluftfritteuse und sieht so aus. Oh toll, ich liebe solche Wachseier, zum Beispiel auch zu lauwarmem Spargelsalat. Das Rezept dazu verlinke ich dir unter dem i. Das harte Ei ist inzwischen auch ausgekühlt, also pellen wir auch dieses und schneiden es anschließend auf. Ganze Eier kochen geht also problemlos im Airfryer, dann gehen wir aufs nächste Level und braten uns ein Spiegelei. Dazu nehme ich die Röstplatte aus dem Korb, fette die Mitte ein wenig aus und schlage direkt mein Ei hinein. Ich verwende also keine zusätzliche Backform oder Backpapier. Ich brate mein Spiegelei auf der Bake-Funktion bei 160 Grad für rund 7 Minuten. Je nach Airfryer-Modell ist die Dauer bei dir vielleicht eine andere und dann kommt es natürlich auch noch darauf an, wie du dein Spiegelei magst. Vielleicht magst du es mehr oder weniger gebraten wie ich. Ich würde dir raten, so nach 6 Minuten ein erstes Mal reinzuschauen. Meines sieht nach 7 Minuten so aus. Ich nehme es kurz auf einen Teller, dann können wir es besser anschneiden. Das Eiweiß ist schön gestockt und das Eigelb noch komplett flüssig. So mag ich es am liebsten. Wenn du es nicht mehr ganz so flüssig haben möchtest, dann lässt du es einfach 1-2 Minuten länger drin. Dazu noch ein paar Kartoffeln oder eine Scheibe Brot. Lecker! Ich nutze heute den Cosori Turbo Blaze Airfryer. Das ist die erste Heißluftfritteuse, die wir von Cosori bekommen haben vor etwa 1,5 Jahren und wir nutzen sie immer noch total gerne. Grundsätzlich schätze ich daran, dass sie so vielseitig einsetzbar ist, denn das Gerät vereint 9 gängige Kochfunktionen. So kann ich damit nicht nur kochen, braten, aufwärmen, sondern zum Beispiel auch backen oder dörren. Und wir haben den Turbo Blaze auch schon genutzt, um Lebensmittel aufzutauen oder sogar Teller aufzuwärmen. Es ist also wirklich ein Multifunktionsgerät. Es ist übrigens die erste Heißluftfritteuse auf dem Markt mit einem DC-Motor, der für ein besonders gleichmäßiges Kochergebnis sorgt. Und inzwischen frage ich mich manchmal wirklich, warum ich früher gedacht habe, dass wir so ein Gerät nicht brauchen, denn im Vergleich zu anderen Geräten, die man manchmal kauft und dann viel zu selten braucht, lässt sich ein Airfryer eben wirklich vielseitig einsetzen. Wir sind mit den Geräten von Cosori wirklich sehr zufrieden. Wenn du dich nach einer Heißluftfritteuse umschaust und ein einfach zu bedienendes Gerät mit nur einem Korb, aber voller Leistung suchst, dann kann ich dir den Turbo Blaze empfehlen. Ein kompaktes Gerät, das mit dem 6-Liter-Korb dennoch viel Kapazität bietet. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Das nächste Ei trenne ich, denn daraus mache ich ein Wolkenei. Dazu wird das Eiweiß leicht gesalzen und dann steif geschlagen. Falls du das noch nicht kennst, das musst du unbedingt ausprobieren.
Das Eiweiß forme ich zu einem kleinen Hügel oder eben zu einer Wolke. In der Mitte mache ich mit einem Löffel eine kleine Mulde. Da kommt nun das Eigelb rein. Sieht klasse aus, oder? Das kommt nun wie zuvor das Spiegelei in den Airfryer für 7 Minuten. Klasse, die Wolke hat eine leichte Bräunung bekommen, aber nicht zu stark, richtig schön. Und falls du das Eigelb noch ein bisschen flüssiger haben möchtest, hättest du das auch einfach später dazugeben können. Also zuerst ein paar Minuten nur das Eiweiß in den Airfryer geben und dann dazwischen mal kurz das Eigelb nachgeben. Und so ein Wolkenei ist eine super Alternative zu Spiegelei und natürlich auch ein Hingucker. Vielleicht ja auch eine Idee für Ostern und das Sonntagsfrühstück. Ich habe mich optisch täuschen lassen. Das Eigelb war nur außen hart, innen wunderbar flüssig. Für mich also perfekt. 7 Minuten, dann hast du das Ergebnis. Falls du das Eigelb hart haben möchtest, würde ich dann eher noch 2 Minuten mehr drauf geben. Für unsere nächste Eierzubereitung kleide ich kleine eingefettete Förmchen mit Schinken aus. Statt Schinken kannst du auch Speck oder Ähnliches verwenden. Und als vegetarische Variante könntest du entweder Toastbrot verwenden oder eine halbe ausgehöhlte Tomate. Wenn du magst, kannst du etwas geriebenen Käse hineingeben. Und dann kommt je ein Ei hinein. Wir haben sowas Ähnliches schon mal im Backofen gemacht. Damals haben wir ein Muffinblech verwendet und zusätzlich noch Spaghetti reingetan. Dann sah es wirklich wie ein kleines Nest aus, in dem ein Ei drin liegt. Heute machen wir die einfachere Variante ohne Spaghetti und die kommen nun ebenfalls in den Airfryer. Ich wähle wiederum die Bake-Funktion, 160 Grad und sag mal 10 Minuten. Die fertigen Eiernester sehen so aus. Ist das nicht klasse? Du kannst die Eier 2 Minuten weniger oder 2 Minuten mehr drin lassen, je nachdem, ob du das Eigelb noch komplett flüssig oder lieber hart gekocht möchtest. Meines ist hart mit der Tendenz zu Wachs. Ich mag es persönlich sehr, wenn es noch nicht ganz hart ist, also richtig perfekt für meine Begriffe. Und ich habe es jetzt 11,5 Minuten insgesamt im Airfryer gelassen. Dazu ein schöner Blattsalat, das ist doch ein leckeres Gericht. Blattsalat würde auch zum nächsten Ei richtig gut passen, denn hast du schon mal Eier frittiert? Falls nicht, wird's höchste Zeit. Dazu bereite ich wie zu Beginn nochmals weiche Eier zu, also etwa 8 Minuten im Airfryer. In der Zwischenzeit bereite ich eine Panierstraße vor mit Mehl, einem verquirlten Ei und Paniermehl. Die fertigen Eier gebe ich wiederum in kaltes Wasser zum Auskühlen und pelle sie anschließend. Da die Eier extra nicht hart gekocht sind, vorsichtig sein. Die geschälten Eier panieren, also zuerst in Mehl wenden, dann in verquirltem Ei, dieses habe ich übrigens leicht gesalzen, und zum Schluss wälze ich die Eier noch im Paniermehl. So, nun ab damit in den Airfryer. Ich verwende die Airfryer-Funktion bei 180 Grad und nun kommt es darauf an, wie kross du das Ei haben möchtest. Ich würde nach 5 Minuten ein erstes Mal reinschauen. Ich lasse es noch ein bisschen. Oh, schau dir das an. Leicht golden geworden. Die waren jetzt insgesamt 9 Minuten drin. Ich nehme sie raus und dann können wir sie direkt anschneiden.
außen schon mal schön kross. Ich schneide es auf. Oh, wow, perfekt. Innen das Ei noch nicht ganz hart. Ah, richtig toll. Die frittierten Eier sind mir richtig perfekt gelungen. Ich bin begeistert. Ich habe dir in diesem Video verschiedene Eierzubereitungsarten gezeigt, alle mit dem Cosori Turbo Blaze. Wenn dich das Gerät interessiert, findest du den Link unten in der Videobeschreibung. Und nun interessiert mich natürlich deine Meinung. Welches Rezept hat dich am meisten überzeugt? Und habe ich eine Eierzubereitung vergessen? Schreib es uns gerne in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.